Hallo, in diesem Video geht es darum, mit Excel die Standardabweichungen zu berechnen und die grafisch darzustellen. Wir nehmen hier das Beispiel Überstunden, das heißt, wir wollen schauen, wie viele Überstunden sind statistisch normal und was nicht mehr, das heißt, wo sind Ausreißer. Ich habe jetzt hier schon mal Uhrzeiten vorbereitet, ja, aber als erstes fangen wir mit dem Datum an. So, damit wir jetzt nicht alles manuell eintragen müssen, markieren wir jetzt einfach die Zeilen bis zur 31 und sagen hier ausfüllen, Datenreihe, Datum, Inkrement 1 und ab dafür. Jetzt möchte ich dieses Beispiel noch erklären. Wir sagen, montags bis donnerstags arbeiten wir ab 18 Uhr mit einer regulären Arbeitszeit von 8 Stunden und eine halbe Stunde Pause. Also 2:30 Uhr wäre Schluss. Wir wissen also, das hier sind die Endzeiten. Wir wissen also, dass um 2:30 Uhr Schluss wäre und dass wir jetzt eine Überstunde schon haben. Sonntags allerdings beginnen wir erst um 20 Uhr bis 2:30 Uhr. Das sind dann also 6 normale Arbeitsstunden. Wir haben also auch hier eine Überstunde. Damit wir jetzt nicht immer alles manuell eintragen müssen, habe ich mir einen Zeitenrechner geschrieben. Das ist einfach ein VBA-Skript. Wenn ihr sowas könnt oder wenn ihr sowas machen wollt, drückt einfach Alt und F11. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Ihr geht auf Einfügen, Modul und kopiert dann diesen Code hinein. Den lade ich bei GitHub hoch. Link ist in der Beschreibung. Oder ihr schreibt euch selbst was. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass dieser Zeitenrechner natürlich für Nachtzeiten ist, ne? Weil wir subtrahieren hier 3:30 Uhr minus 8 Uhr abends und da ist natürlich noch einmal eine Nullung zwischen wegen Mitternacht. Deswegen habe ich das hier so gemacht, wir zählen die Anzahl, das sind 31 und schauen uns dann an, ob die jeweilige Zelle leer ist. Da wollen wir nämlich nichts berechnen. Und die Überstunden werden berechnet, indem wir schauen, was ist in Zelle C drin, minus die B-Zelle, plus 1 mal 24, minus unsere halbe Stunde Pause, minus 8. Dann geht ihr hier auf Ausführen. Es wird also alles eingetragen, aber wir müssen ja im Kopf behalten, dass wir sonntags noch manuell ändern müssen. Diese Verzweigung wollte ich jetzt nicht programmieren, weil dann hätte ich auf den Kalender zugreifen müssen. Ja, immer sonntags macht das und das anders. Das ist dann einfach 2 hinzuaddieren im Kopf. Oder auch so. Genau, ist ein bisschen mehr. Ist knapp eine halbe Stunde. Das kommt also gut hin. Oh, hier wollen wir natürlich nichts eintragen, der Tag ist noch nicht vorbei. Gut, das sind jetzt unsere Überstunden. Die sind jetzt schon formatiert. Ansonsten geht ihr gerne also markiert ihr alles, geht auf Zellen formatieren und sagt dann hier Standard bzw. Zahl und dann habt ihr hier die Anzahl der Nachkommastellen. Okay, dann markieren wir jetzt diese Spalte und diese gehen auf Einfügen, Diagramme, aber allerdings weitere Diagramme, denn ich will ein Liniendiagramm haben mit Datenpunkten. Wir gehen mit Rechtsklick drauf, Datenreihen formatieren, Farbtopf und sagen, wir möchten keine Linie dazwischen. Und hier nehmen wir jetzt einfach schwarze Punkte. Wir fügen noch Achsentitel hinzu. Und Diagrammtitel können wir rausnehmen.
Wenn ihr eine Auswertung schreibt, müsst ihr sowieso erklären, was ihr hier gemacht habt. Nun können wir schauen, was brauchen wir noch. Diagrammtitel haben wir jetzt gerade gelöscht. Legende brauchen wir jetzt wohl nicht. Ja gut, das passt schon. Wir können hier noch mit Rechtsklick rauf, Diagrammbereich formatieren und dem Ganzen jetzt noch einen Rahmen geben. Und da würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen eine einfarbige Linie in schwarz und machen einen kleinen Rahmen. Gut, das schiebe ich jetzt einmal zur Seite, denn wir wollen jetzt den Mittelwert berechnen. Ihr könnt hier zwischendurch einfach Tab drücken, dann macht er Autocomplete. Und ihr könnt jetzt ohne schlechtes Gewissen die ganze Spalte markieren, Enter drücken, denn die leeren Zellen werden ignoriert. Also er teilt nicht durch zu viele Zellen oder so. Wir machen also im Mittel 1,7 Überstunden und jetzt wollen wir die Standardabweichung berechnen. Standardabweichung ist die Streuung um den Mittelwert rum. Das werde ich gleich nochmal genauer erklären. Die einfachste ist einfach diese hier, Stub W. Auch wieder die ganze Spalte 0,7 Stunden. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir rechnen einmal Mittelwert plus Standardabweichung. Und weil wir das jetzt auch noch grafisch darstellen wollen, brauchen wir die ganzen Werte bis 31, damit er jetzt aber nicht hier bei F2, 3, 4, 5 guckt, sondern immer nur bei F1 und G1, kommt hier noch ein Dollarzeichen hin. Und hier machen wir dasselbe mit Minus. Gut. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir fügen das dem Diagramm hinzu. Und zwar gehen wir hier auf den Trichter, sagen hinzufügen. Name lasse ich jetzt mal weg. Und das Ganze machen wir nochmal. Die X-Achse bleibt ja, also das kann so bleiben. Dann gehen wir hier mit Rechtsklick wieder rauf, Daten rein formatieren. Und hier sage ich jetzt, wir wollen eine Linie haben. Und die mache ich jetzt einfach rot. Vielleicht nicht ganz so dick. Aber keine Markierung und kein Rahmen. Hier genau dasselbe. Wir wollen eine Linie, die mache ich jetzt als Beispiel blau. Keine Füllung, kein Rahmen. So, das ist das, was man statistisch erwarten würde. Die Punkte, die hier drin sind, zwischen den beiden Linien, würde man statistisch erwarten und die sind irgendwo normal, als normal anzusehen. Es ist normal, dass wir im Bereich 1,5 Überstunden liegen. Also in diesem Beispiel jetzt ist vielleicht ein bisschen extrem. Ich will mal ganz schnell... Man kann auch Folgendes machen. Ihr könnt hier einen Hexcode eintragen, einfach mal auf RGB Color Picker gehen bei Google. Oder man macht einfach so ein bisschen heller. Gut, das sieht schon anders aus. Und alle Punkte, die drunter sind bzw. drüber sind, sind Ausreißer. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir haben hier nur 20 Werte. Je mehr Werte man hat, desto genauer wird die Standardabweichung. Ja. Das heißt, man könnte jetzt sagen, gut, das ist hier ein bisschen unsicher mit 20 Datenwerten. Das war's schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.